Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Chorstufe. Diesmal mit ja, zwei Ebenen, die sich schneiden. Und schon den ersten Fehler entdeckt. Das fängt ja ganz toll an. Aber war nicht Schlimmes. So, da würde ich euch eigentlich immer empfehlen, versucht mit der Möglichkeit hier zu machen, mit zwei Koordinatengleichungen. Es geht deutlich leichter und deutlich schneller. Das andere ist noch mehr Rechenaufwand. Ja, ihr seht schon, wir haben zwei Gleichungen und drei Variablen. Die sind hier zwar immer identisch, aber trotzdem. Und da können wir uns dann ja immer eine Variable frei aussuchen, was ganz, ganz toll ist. Das werden wir nämlich nachher auch tun. So, jetzt schauen wir erstmal, welche wir gut eliminieren können und wie wir gut weiterrechnen können. Und ja, also erstmal Ebene 1 minus Ebene 2 rechnen. Denn, upsala, dann fliegt ja hier das x3 schon mal raus. Denn minus x3 minus minus x3 gibt nichts, also fällt raus. So, also 2x1 minus x1, ne, hier muss noch die 2 hin, ähm, gibt x1. 4x2 minus minus 2x2 gibt 6x2. Minus x3 minus minus x3 fällt ja gerade raus. Genau, das wollten wir ja. Und hier kommt dann minus 1 minus minus 2 gibt plus 1. So, und jetzt können wir leichter nach x1 auflösen als nach x2. Das heißt, wir packen x2 einfach mal auf die andere Seite. Nicht als unbedingt 16, sondern mit dem Minus vorne dran. So. Und ja. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, x2 als Variable beizubehalten, denn hier haben wir schon nach x1 aufgelöst. Jetzt schauen wir mal, wie kriegen wir denn hier jetzt x1 raus, also eliminiert, sodass wir nach x3 auflösen können und x2 auf die andere Seite packen. Sieht ja eigentlich gar nicht so schwer aus. Ich kopiere am besten mal diese Gleichung hier. Und dann noch e1 minus 2e2. Also wir rechnen praktisch erst die zweite Ebene mal 2 durch. Das können wir von mir aus hier unten noch machen. Und dann ziehen wir sie von der ersten ab. Also mal 2 durchrechnen. Achtung, auch hier auf der Seite. Und von der anderen Ebene abziehen. Also 2x1 minus 2x1, genau das hatten wir beabsichtigt. 4x2 minus minus 4x2, Glück gehabt, andere Richtung wäre ein bisschen schlecht gewesen. Und minus x3 plus 2x3 ergibt plus 1x3. Oder auch. Na, oh nö. So. Also plus x3. Und auf der anderen Seite hier minus 1 minus minus 4 gibt 3. So, jetzt packen wir x2 auf die andere Seite. Wieder mit dem Minus dazwischen, nicht ohne Zeichen, das ist nicht ganz so von Vorteil. So, und schon haben wir x1 und x3. Jetzt fehlt uns zu unserem großen Glück nur noch x2. x2 geben wir einfach den Wert t. Warum t? Weil t in der Variable gern genommen wird. So, wie stellen wir jetzt aus? Ich mache das mal ein bisschen auseinander, dass man es besser sehen kann. Wie stellen wir jetzt aus dem ganzen Kram eine Gleichung auf? Ups. Ja, ich habe schon verraten, die ganze Spannung ist hin. Oh nein. Wir wollen eine Gerade aufstellen. Und zwar geht Doppelpunkt. Warum schreibt er immer fett? Das verstehe ich nicht. X ist gleich geschweifte Klammern. Bitte auch wieder zumachen. So. Da, das Dreier rein. So, jetzt haben wir ja hier, können wir theoretisch t einsetzen, wenn wir hier x2 auf t gesetzt haben. Und vorne dran plus t mal. So, das ist praktisch unsere Rohgerade.
hier 1, weil hier 1 steht. Oh, was machen wir hier? Oh nein, ganz einfach 0 plus t, 0 fällt ja weg. Also 0. Und hier x3 ist 3. So, plus t mal, das heißt, wir brauchen das t hier oben nicht mehr hinzuschreiben. Minus 6. Da unten, was passiert da wieder, Sonderfall? Einfach eine 1. Und hier unten minus 8. Und fertig ist unsere Gerade. Und wie heißt das Ding jetzt? Das nennt sich Schnittgerade. Ja, das ist eigentlich alles, was euch dabei passieren kann. Wenn sie sich zwar eben schneiden, kommt meistens eine Gerade raus, oder sie sind parallel. Dann sind, wie gesagt, die normalen Vektoren ein Vielfaches voneinander. Das heißt, wenn jetzt hier... Und da fällt mir auf, was jetzt geklappt. Ja, nicht ganz. Wenn wir jetzt hier Minus hätten und hier plus 2, dann ist ja hier minus 1, minus 2, minus 1 ein Vielfaches, beziehungsweise ein Vielfaches davon ist dann hier eben 2, 4, 2. Ist ja klar? Ich denke, ihr wisst auch mittlerweile, wie ihr da drauf kommt. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, dann mache ich da vielleicht nochmal ein Video zu oder schicke euch den Link zu dem richtigen Video. Ja, dann werden sie parallel. In dem Fall schneiden sie sich. Das ist eigentlich auch der meiste Fall. Aber man kennt ja die Leute, die die Matheaufgaben auswählen, die nehmen gern das Komische. Ja, das war's eigentlich dazu. Wirklich schon. Und nächstes Mal, was machen wir nächstes Mal? Schauen wir dann mal. Durch Schlimmste seid ihr durch. Bis dann. Ciao.